Mit diesem Video startet unser TradingView-Kurs. Und damit du nicht von einem riesenlangen Video erschlagen wirst, in dem wir dir 100.000 Funktionen erklären, haben wir uns überlegt, dass wir das Schritt für Schritt mit dir durchgehen. Das heißt, wir nehmen wöchentlich ein neues Video zu diesem Thema auf, in dem wir dich mitnehmen, so dass du am Ende weißt, wie du TradingView sinnvoll für dich nutzt, egal ob als Trader oder für langfristige Investments. Also speicher dir die Playlist ab und lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Giulio, freue mich, dass du wieder da bist. Und hier bekommst du Finanzwissen, was dich vor teuren Fehlern schützen kann. Deswegen abonniere den Kanal, abonniere die Playlist, wenn du dich für TradingView interessierst. Übrigens wundere dich nicht über meinen Background heute. Ich arbeite hier aus Italien aus dem Haus meiner Oma. Und das bietet einfach das beste WLAN hier der Umgebung, bietet auch einen gewissen Charme, eine gewisse Atmosphäre. Das Schöne ist ja, wir können von überall aus traden und von überall aus Geld verdienen. Aber jetzt lass uns starten mit dem eigentlichen Video. So, nun siehst du hier mein Bildschirm und bevor wir starten, möchte ich einmal kurz mit dir reingehen und zwar, was ist TradingView überhaupt? Denn TradingView ist im Grunde eine Plattform, mit der du verschiedene Finanzmärkte beobachten und analysieren kannst. Zum Beispiel Aktien, ETFs, Indizes, Forex, Rohstoffe, Kryptos, Futures und vieles mehr. Das bedeutet für dich, TradingView ist nicht nur für aktive Trader interessant. Also, auch wenn du langfristig investierst, zum Beispiel in Aktien oder ETFs und diese beobachten möchtest, kannst du TradingView dafür nutzen. Gerade auch wenn du Charts anschauen, Kursentwicklungen vergleichen möchtest oder bestimmte Preisbereiche analysierst. Also zusammengefasst ist TradingView für uns eine Chart- und Analyseplattform. Jetzt die Frage, wo findest du TradingView überhaupt? Wenn du TradingView bisher noch nicht benutzt hast, gehst du als erstes auf die TradingView-Webseite de.tradingview.com. Hier kannst du dir einen kostenfreien Account erstellen. Ich würde es auch jedem zu Anfang an empfehlen. Du brauchst keine Premium-Accounts, keine bezahlten Accounts. Die sind für deinen Start überhaupt nicht wichtig. Ich tatsächlich als Trader beruflich nutze selbst auch nur die kostenfreie Version von TradingView, die reicht mir vollkommen. Wie du startest, zeige ich dir jetzt. Und zwar gehst du hier auf Auf geht's. So, dann siehst du hier kostenlos, bis Sie entscheiden, tiefer einzusteigen, melden Sie sich an. So, dann hier anmelden mit E-Mail-Adresse und Passwort. Da meldest du dich an, zeigst, dass du kein Roboter bist und dann loggst du dich damit praktisch ein. So, wenn du dich jetzt registriert hast und eingeloggt bist, gehst du jetzt hier nochmal auf die Startseite und dann siehst du hier, du hast hier die Möglichkeit, Produkte, Community, Märkte, Broker und mehr auszuwählen. Wir starten hier den Kurs ganz einfach und zwar mit den Supercharts, denn da wirst du tatsächlich am meisten Zeit verbringen. Wenn du die Supercharts zum ersten Mal öffnest, kann das Ganze erstmal ein bisschen überwältigend aussehen. Du hast hier links eine komplette Werkzeugleiste, oben jede Menge verschiedener Funktionen, rechts noch einmal mehrere Bereiche und in der Mitte natürlich den eigentlichen Chart. Wenn man das Ganze einmal in diese einzelnen Bereiche unterteilt, ist TradingView eigentlich ziemlich logisch aufgebaut. Und genau das machen wir jetzt. Wir starten mit der Mitte. Das ist so der eigentliche Chart. Also sprich die Kursentwicklung des Marktes, den du gerade ausgewählt hast. Das kann zum Beispiel eine Aktie sein, ein Index, ein Währungspaar oder auch eine Kryptowährung. Und genau hier findet später auch unsere eigentliche Analyse statt. Hier werden wir zum Beispiel später Unterstützungen und Widerstände einzeichnen, Trends analysieren, Indikatoren hinzufügen oder auch bestimmte Kursbereiche beobachten. Du kannst dir diesen Bereich also einfach als deine eigentliche Arbeitsfläche vorstellen. Jetzt gehen wir hier einmal oben links rein. Hier kannst du auswählen, welchen Markt du überhaupt anschauen möchtest. Wenn ich beispielsweise nach dem DAX suche, bekomme ich verschiedene Ergebnisse angezeigt. Und hier gibt es direkt einen Punkt, den du von Anfang an wissen solltest. Du wirst teilweise, du siehst es auch hier bei Apple, denselben Markt mehrfach angezeigt bekommen. Das liegt daran, dass TradingView Kursdaten aus unterschiedlichen Quellen beziehungsweise von unterschiedlichen Brokern und Anbietern bekommt. Dadurch können sich Kurse teilweise unterscheiden. Wenn du also aktiv über einen bestimmten Broker handelst, solltest du darauf achten, möglichst die passende Datenquelle beziehungsweise das passende Instrument auswählst. Wenn du langfristig investierst, ist dieser Unterschied in vielen Fällen sogar weniger entscheidend. Aber du solltest trotzdem wissen, dass es verschiedene Datenquellen gibt und du deshalb nicht einfach blind das erstbeste Symbol anklicken solltest. Direkt daneben findest du die sogenannte Zeiteinheit beziehungsweise den Timeframe. Hier kannst du auswählen zwischen Ticks oder aber auch hier Sekunden, Minuten, Stundencharts
was auch immer. Direkt daneben wählst du, wie der Kurs dargestellt werden soll. TradingView bietet dafür verschiedene Möglichkeiten. Candlesticks, also Kerzenmuster, Hohlkerzen, Volumenkerzen, Linien, Steplines, Bereiche und so weiter. Du kannst auch Säulendiagramme auswählen. Ich weiß nicht, warum man es machen sollte. Aber ja, auf jeden Fall, wir arbeiten hier immer mit Kerzencharts. Denn gerade für eine technische Analyse liefern sie deutlich mehr Informationen als einfache Linienchart zum Beispiel. Dann findest du hier oben den Bereich Indikatoren. Wenn du dort draufklickst, wirst du relativ schnell merken, es gibt extrem viele davon. Direkt daneben findest du Alarme. Und die ist sowohl für Trader als für Investoren extrem praktisch. Du kannst TradingView zum Beispiel sagen, gib mir Bescheid, wenn diese ausgewählte Aktie unter 50 € fällt oder unter 70 € fällt, wie auch immer. Oder benachrichtige mich, wenn diese Aktie diesen bestimmten Kurs erreicht hat. Du musst also nicht permanent TradingView geöffnet haben und ständig auf das Chart schauen, sondern du kannst TradingView bestimmte Kursbereiche für dich überwachen lassen. Und sobald deine Bedienung erreicht wird, bekommst du dann eine Benachrichtigung auf deinem Smartphone. Auch hierzu machen wir später dann ein eigenes Video, weil du mit den Alarmen deutlich mehr einstellen kannst, als das auf diesem ersten Blick aussieht. Dann gehen wir hier mal zur linken Seite, die Zeichenwerkzeuge. Du findest hier zum Beispiel Trendlinien, Horizontalienlinien, Fibonacci-Werkzeuge, Rechtecke, Texte, Long- und Short-Positionen, Messwerkzeuge und noch einiges mehr. Das Wichtigste auch hier ist, du brauchst nicht alle davon. Jetzt schauen wir uns die rechte Seite an. Hier findest du unter anderem deine Watchlist. Das ist im Grunde deine persönliche Liste mit Märkten, die du regelmäßig beobachten möchtest. Als Trader könntest du zum Beispiel auswählen den DAX, den Euro-US-Dollar, Gold. Dadurch musst du nicht jedes Mal wieder die Suche benutzen. Du klickst einfach auf den jeweiligen Markt und TradingView öffnet direkt den entsprechenden Chart. Wie du dir eine wirklich saubere und übersichtliche Watchlist aufbaust, machen wir ebenfalls auch noch in einem separaten Video. Unter bzw. neben der Watchlist findest du noch weitere Bereiche, zum Beispiel deine Alarme. Du kannst dort später sehen, welche Alarme aktuell aktiv sind und welche bereits ausgelöst wurden. Das bedeutet einfach, TradingView kann dort alles auflisten, wenn du in deinen Charts oder was du in deinen Charts eingezeichnet hast. Wenn du später viele Linien, Rechtecke oder andere Zeichnungen im Chart hast, kannst du diese dort relativ dann einfach auch verwalten. Im nächsten Video richten wir TradingView gemeinsam richtig für dich ein. Also wie soll der Chart aussehen? Wie stellst du deine Candlesticks ein? Welche Grundeinstellungen sind wichtig? Wie bekommst du einen sauberen und übersichtlichen Chart? Und wie speicherst du das Ganze anschließend ab? Wenn du den kompletten TradingView-Kurs mitmachen möchtest, abonniere den Kanal bzw. speichere dir unbedingt diese Playlist ab. Klicke auch unbedingt auf die Glocke, dann bekommst du auch immer direkt eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.